Jo, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe mal eben einen Neustart des Spiels gemacht, denn wir sind in eine Abzweigung gekommen, die uns mehr als nur bekannt war. Da gab es nichts anderes mehr. Und das wären 10 Minuten jetzt gewesen. Das wäre vielleicht etwas langweilig geworden. Deswegen probiere ich jetzt noch 2 Dinge aus. Ich würde gerne mal zu dem... A soft wind blew outside and perhaps rain started. And if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Angeblich kann man da bei 434 irgendwie drauf. Oder da. Ne, geht eigentlich nicht. Ich kann ja nicht springen, leider. Es hieß nämlich mal ein offenes Fenster, so wo man durchsteigen kann. In meinen Notizen steht 434, aber das macht hier keinen Sinn. Ich komme da auch nicht hoch. Aber vielleicht finden wir ja noch ein... Ja, vielleicht finden wir das ja noch. Moment, auch die Taste nochmal drücken. Vielleicht passiert ja dann was. Nee, okay. Ja, schade. Gut, dann kümmern wir uns um das, um die PC-Spielerei, die ich schon das letzte Mal angehen wollte. So, hier ist auch kein offenes Fenster. Hier kann es auch nicht sein. Also, der eine PC... Hier. Ah, das ist immer an anderer Stelle. Ah, der sammelt sich das auch. Jetzt haben wir nämlich schon den zweiten Balken. Vielleicht ist das so eine Sache, die man nicht unbedingt in einem Durchgang machen kann. Jetzt verstehe ich das erst. Ach so. Irgendwann, wenn man es jetzt noch 5-mal durchgespielt hat, dann haben wir es. Kapiert. Ah, jetzt macht das natürlich Sinn. So, den kann ich einfach mal ausmachen. Das hat überhaupt keine Bewandtnis. Seltsam, dass die Sache mit dem Fenster, wo ich angeblich raussteigen kann. Ja nicht hin, ne? Okay. Dann kommt ja jetzt auch gleich schon wieder die Tür. Ach ja, genau, wir haben ja noch was zu tun. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Mein Timer ist gar nicht an. Moment. Damit ich weiß, wann ungefähr Zappe ist hier. Wow. Yes. This room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nein. Ich muss das nochmal machen da. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. So, da. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Yo. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Nö. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Tut mir leid, mein Freund, das hatte ich schon. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Oh oh. Okay, der Raum ist neu. You see? There's nothing here. Das ist nicht der Monitorraum. I haven't even finished building this section of the map. Because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. Third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, sehr interessant.
Gehen wir mal durch, ne? Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Wobei die 5 sehr gut ist, die 1 schlecht, denke ich mal, ne? Ich gebe dir mal eine 4. Ich bin nett. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Okay, ja. Was ist denn das? Okay. Ja, das bin ich. Ja, lustig. Friends List empty, ja klar. Natürlich. Verarsch mich halt. Ja, cool. Tolle neue Version, muss ich dir ja mal sagen. Ich gehe da nochmal durch. Kann ich nochmal Feedback geben? Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Fand ich jetzt nicht so Hammer. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob andere Benotungen jetzt wieder Auswirkungen gehabt hätten. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Oh Gott. Ob ich das jetzt unendlich lange machen muss oder ob es 2 verschiedene Wege gibt. Also 4 Stunden mache ich das garantiert nicht. So viel steht fest. Egal, ob es das gibt oder nicht. Komm, wir machen es spannend. Oh Mann, ist das mies. Oh nee, oder? Ich bin wohl gezwungen, das Baby zu rösten. Aber man sieht ja eindeutig, dass das nur so ein Pappaufsteller ist. Oh Mann. Ja, tolles Spielelement, wirklich. Ist hier kein Feuerlöscher oder so? Nee, ne? Okay, ich gebe der Sache noch 5 Basses und dann gibt's Babyschnitzel. So, das war's, tut mir leid. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Na, mal sehen, ob es jetzt fertig ist. Oder ob er noch irgendwas parat hat. Ah! Minecraft! Well, Nein! Is this any better? Nein! At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. Lass mich doch raus! Is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose.
Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here. No. Lass mich hier raus. And then. Oh Gott, ist das Let's fies. see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. Wow. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Das Spiel ist so verrückt. Wow. Viel Platz in deinem Haus, muss ich ja schon sagen. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Mhm. Das ist nicht dein Ernst, oder? Alter, ich hab mir geschworen, niemals Minecraft zu spielen. Warum konnte man mich nicht vorwarnen? Das ist doch furchtbar. Und gleichzeitig auch so gut. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Ja, ich hab keins. Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Okay. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Oh, Gott sei Dank aus der Minecraft-Hölle entkommen. Meine Fresse. Oh, ich bereue es echt nicht, dass ich hier noch 1, 2 Parts dranhänge. Das Ende hat sich wirklich gelohnt bis jetzt. So gut. Wo bin ich jetzt? Yes! I don't even know what this game is, but I love it. Portal? You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Oh Gott, ich bin in Portal. Alter, wie verrückt ist das denn bitte? Oh, ich liebe ja Portal. Nur mal, ich habe jetzt kein Problem, jetzt eine Runde Portal zu spielen, also... It's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Oh Mann, ich werd verrückt. Genius. Ich spiel Portal. No, actually, you know what? I think that's plenty. Oh. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough. So, why don't you get cozy in this room, and if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball up inside you for all eternity. I don't need your advice. I don't need your ratings. And I certainly don't need the validation of a man whose job is to push buttons. I think I'll just go about my business, making meaningful cultural contributions to the world. And perhaps every now and then I'll think back to a man named Stanley who was objectively wrong in every decision he ever made. The thought won't last long. Goodbye, Stanley. Good luck with your work. And I sincerely hope that everyone lives happily ever after. Okay. Ja, goodbye. Wow. Geil. Ich lebe ja noch. Ich lebe. Okay. What the fuck? Was ist hier jetzt? Filing Cabinet. Kann ich da was machen? Okay. Umgucken. Dunkel. Zu dunkel. Oh, ich falle. Das endet nicht mehr. Das sieht jetzt total creepy hier aus. Wie geil. Wie geil. Ja, ich kann verstehen, dass das Slayers Lieblingsende ist. Ich muss sagen, das mausert sich bei mir auch zu meinem Lieblingsende. Ich habe ja mit viel
erwartet. Aber dass wir durch die Spiele switchen und jetzt sowas hier erleben, das hätte ich echt nicht gedacht. Hier ist es echt ein bisschen duster. Aber egal. Da geht nichts, okay. Mal schauen, was wir hier in dieser düsteren Version finden. 508. 507. Mhm. Schön. Beziehungsweise nicht schön. Okay. Wo geht's weiter? Hier nochmal gucken? Nee. Okay, ich glaube, ich laufe im Kreis oder so. Obwohl... Ah! Links-Rechts-Tür, verstehe. Ich glaube, ich soll zu meinem Schreibtisch, oder? Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht so herzlich aus. Hier sind noch ein paar PCs an, aber gut. Daran kann ich nichts ändern. Super Sache. Mensch, da bin ich ja wieder. Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Okay. Kann ich da irgendwas machen? Hallo? Kann ich die Tür schließen? Nö. Hier ist nichts zu tun für mich. Auf der anderen Seite sehe ich auch nichts Spannendes. Okay, dann eben doch weiter. Oh. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ja, beeindruckend. Sehr beeindruckend. Ah. Ich bin fasziniert. Ja, Leute, das sind wir wieder. Ich habe jetzt maßlos überzogen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich schon früher einen Cut gemacht und das ist schon bereits ein weiterer Part. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jo, als nächstes müsste wirklich der PC, also wenn wir dieses eine, Serienquest da durchmachen wollen. Der nächste müsste wirklich jetzt bei der Sekretärin sein, wenn ich mich nicht irre. Ich bin immer noch, wegen diesem Fenster ein bisschen verwirrt, dass ich da... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Komme ich nirgendwo hoch. Naja, ihr werdet mir es wahrscheinlich schreiben und dann kann ich es ja nochmal und nochmal probieren. Aber hier geht nichts. Na gut. So, hier war auch nichts mehr. Also viel habe ich nicht mehr auf dem Zettel, wobei es kann natürlich sein, wenn ihr das hier jetzt seht, dass ich dann schon wieder ein paar andere Sachen auf dem Zettel habe. Bin ja echt mal gespannt, wie lange wir uns hier noch verweilen werden mit dem Spielchen. So, irgendwie ist das so gerade ein bisschen anders, oder? Nee, ist es nicht. Ist wie immer. Gut. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Jo, das muss ich auch. Ich muss zu meinem Boss. There was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Genau das tun wir. So, jetzt hoffentlich das mit der Sekretärin. Genau. Jetzt hat die das nämlich. Input. Ah, das muss ja... Also das ist ja das Einzige, was man mit mehreren Spieldurchläufen erst erreicht. Das muss ja irgendwas Krasses werden. Da bin ich echt mal gespannt. Seit wann geht denn die Tür auf? Moment. Ah, nee, da waren wir doch schon einmal, ne?
Ah, cool. Dann kann ich wohl doch noch was anderes machen. Geil. So, wo wollen wir überhaupt hin? Kann ich das wählen hier? Hoch? Hätte ich auch runter können? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist neu. Ich war doch noch nie im Fahrstuhl. Fahrstuhlmusik. Oh Mann, jetzt habe ich sogar selbst noch was gefunden. Ich mag mich. Wie weit nach oben fahren wir eigentlich? Oder ist der nur unglaublich langsam? Aber Fahrstuhlmusik, ne? Soll es öfters geben. Wart ihr schon mal in einem Fahrstuhl mit Fahrstuhlmusik? Ich noch nie. Gibt es das nur im Amiland? Ja, ist das wieder eine Geduldsprobe? Fragt sich nur für wen. Naja. Oh, da liegt ja was. Das interessiert mich aber anscheinend nicht. Sieht aus wie so ein Umschlag, so ein Postumschlag. Jo, wie lange geben wir der Sache noch? Ich glaube, das ist sinnlos, oder? Ich wollte mich einfach nur mit der Fahrstuhlmusik kirre machen. Hey, ne, der Kommentator singt auf einmal leise mit. Oder macht er das schon die ganze Zeit? Ich warte hier jetzt noch ein paar Sekunden. Ich traue das dem Spiel zu, dass man mal richtig lange warten muss. Wessen Geduld ist größer? Ich fahre zumindest bis das mit der Fahrstuhlmucke aufhört, beziehungsweise dass der Erzähler quasi, also dass das in einem Loop passiert. Darauf warte ich jetzt noch. Und das wird wohl bald der Fall sein. Ich könnte mir einen Kaffee machen in der Zwischenzeit. Nee, ich denke, da wird nichts mehr kommen. Hm? Nee, ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Bin ich jetzt überhaupt weiter? Super. Komm, fahr mal runter. Vielleicht passiert da ja was. Super. Ja, der Erzähler singt nämlich von Anfang an mit. Das ist mir nur nicht aufgefallen. Na, das bringt's ja. Ach komm, es muss doch was geben hier. Geheimnis. Nein. Jetzt habe ich wieder gedrückt, ne? Okay, ihr könnt mir ja schreiben, ob es eventuell... Genau. Na gut, im Grunde könnte ich jetzt aber, wenn ich jetzt nichts anderes machen darf, auch wieder rausschneiden, weil da hinten finde ich ja nichts mehr. Ja. Okay, geil. we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, geil. look, it's a new passageway. Okay, das war jetzt wieder neu. Kill surprise. Ach ja, ich werde jetzt wahrscheinlich einen Cut machen und euch reinschneiden, sollte ich hier was finden oder sollte ich eben einen Neustart gemacht haben. Jo, Freunde, da bin ich wieder. Und weiter geht's. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Es geht ja doch. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. So, warte mal. Erstmal hier den Code eingeben. Hallo, Code. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Code. Nor did it advance the story in any way. So. Der Code ist eingegeben. Sehr gut, dann können wir nämlich jetzt gleich beides auf einmal machen. Das ist geil. So, und jetzt gehen wir mal durch das Fenster. Sieht gar nicht so offen aus, aber ich vertraue dem Spiel einfach mal. Wow. Ja. Hallo? At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Nö, ich finde ihn lustig. Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop?
do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Ja, aber da hat er eigentlich total recht, ne? Weil, interessiert mich schon, was passiert, wenn man Ja drückt. Aber das darf ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber ob es sich wirklich lohnt, das nochmal zu machen? Wahrscheinlich wird er genau so einen sinnlosen Text hier rum brabbeln. Kann ich hinter die Schrift? Nein. Okay, ich kann nichts mehr machen hier. Und nu? Kann ich auch durch die Mitte? Nö. Soll ich neu starten? Soll ich lange warten? Soll ich, was weiß ich machen? Ich kann hier nichts mehr machen. Ich bin gefangen. Wunderschön. Aber ich bin selbst schuld. Ich habe ja Nein gesagt, ne? Der Gag ist wunderbar, deswegen, was will ich mich jetzt auch beschweren? Neustart. So.